Und jetzt bitte Abstand halten. Die Zeit läuft, der Kaffee tut es auch. Stimmt. Heute sind wir in meinem Studio. Glaubst du, die Aufnahme läuft? Ja, war nicht gut. Heute reden wir grundlegend mal über die verschiedenen Schnitttechniken, die es gibt. Und da möchte ich gleich mal anfangen, wenn du erlaubst. Ich habe mich natürlich im Internet auch ein bisschen informiert und was immer wieder aufkommt, dass die Montage als Schnittart darstellen. Und was die aber meinen, ist so eine Trainingsmontage. Aber im Grunde kann in der Montage können ja die verschiedenen anderen Schnitttechniken auch verwendet werden. Ja. Das ist so. Für mich ist die Montage, welche Bilder in welcher Reihenfolge und mit welcher Länge aneinander geschnitten werden. Alles, was das beinhaltet, zu einer Sequenz und dann letztendlich zu einem Film. Aber es geht um die, es heißt ja immer so, Schnittmontage. Ja, es ist nicht ganz eindeutig. Dass du einen Umstand quasi schnell erzählst, eine größere Zeitspanne versuchst, kurz darzustellen und zeigst, was passiert in dieser Zeit. Und das machst du halt flott. Aber das ist für mich eben eine Unterart der Montage. Weil für mich Montage eigentlich das ganze Konstrukt umfasst. Also Structural Editing, wie es im Englischen auch manchmal heißt. Structural Editing. Das ist für mich Montage. Und dann gibt es eben Unterarten von Montage. Da habe ich auch erst in der Ausbildung gelernt, einen Unterschied zwischen Parallel- und Parallelitätsmontage. Parallelmontage ist allgemein ja, dass man zwei verschiedene Handlungen hat, die nebeneinander passieren. Und du versuchst, diese beiden Geschichten gleichzeitig zu erzählen. Ja. Weil sie ein Vorankommen haben oder eigentlich auch miteinander zusammenhängen wahrscheinlich. So powerful, so beautiful. Precious? Bei der Parallelmontage ist es so, dass die beiden Geschichten am Ende Zusammenlaufen. Genau, die laufen am Ende zusammen. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lippman's family. Und Parallelitätsmontage heißt einfach nur, dass die nebeneinander her existieren, aber nicht am Nicht Ende zwangsläufig zusammenkommen. ja gar nicht zusammenkommen, weil sonst ist es ja wie eine Parallelmontage. Was man auch viel findet, ist zum Beispiel, dass sie schreiben, der Basic Cut. Wenn man Gibt's aber das ganz überhaupt? Genau, da ist ja jeder Cut eigentlich ein Basic Cut. Ja. Schauen wir uns ein paar Basic Cuts an. Who is this? It's Violet Butler. We're in Count Ola's car. Y a Natalia la quiero de verdad. Amor verdadero. Wenn ich jetzt so kurz drüber nachdenke, gibt es überhaupt keinen Basic Cut in dem Sinn. Weil du mit dem Schnitt eigentlich immer was Weil du transportierst. immer was aussagst. Du sagst entweder was aus oder Ich denke. du versuchst, eben das so geschmeidig wie möglich zu gestalten. Und dafür gibt es eben dann verschiedene Arten des Schnitts. Neben dem Basic Cut, der ja anscheinend immer existiert, In your opinion, are social affairs usually a waste of time? Heavens, no. sehr basic nach dem Basic Cut ist zum Beispiel der Line Cut oder der Actual Cut. Axial Cut, also die englischen Begriffe. Vom gleichen Standpunkt der Kamera aus, aber ein Ransprung oder ein Wegsprung. Ah, okay, ja. Warum macht man sowas? Was würdest du sagen? Wo würdest du den einsetzen? Wo würde ich den einsetzen? Es kann ganz basic sein, um vielleicht die Szene zu etablieren. Man fängt mit einer Totalen an und dann springt man ran. Um zu fokussieren im Grunde. Genau. Man kann es auch umgekehrt machen. Um zu zeigen, wo befindet man sich überhaupt. Um den Raum zu etablieren. Um den Raum zu etablieren. Wenn du dann ins Kleinere gehst, quasi, wenn wir schon bei 2 Leuten sind, die einen Dialog führen oder sowas, dann ist das natürlich meistens miteinander verschnitten auch. Also es ist nicht klar, dass es ran geht. Aber wenn der Dialog quasi intensiver wird, oft ist es dann so, dass auch die Einstellungsgrößen näher an die Personen rangehen. That's close enough. Je intensiver der Dialog ist,
je näher ist man am Gesicht der Person dran. Und wenn dann der Höhepunkt des Gesprächs überschritten ist, ist es auch meistens so, dass die Kamera wieder ein Stückchen weggeht. Your friend can't look me in the eye. That's not an admirable characteristic. Da kann man oft eben auch die Dramaturgie des Dialogs dran ablesen, wie nah die Kamera jetzt dran ist, wenn es gut gemacht ist. Du kannst es natürlich immer noch weiter treiben und experimentieren damit. Du könntest ja auch auf einen Charakter immer näher rangehen und auf den anderen nicht und damit quasi ein Ungleichgewicht herstellen, ja, dass es für den einen intensiver ist als für den anderen oder sowas. Obwohl das so einfache Schnitte sind, ja, sind es eben doch keine einfachen Schnitte. Man kann ja doch ganz viel damit machen. Wie du schon gesagt hast, dass es keinen einfachen Schnitt gibt, weil du wendest diese Techniken ja an, um etwas zu transportieren. Und du machst dir Gedanken drüber, welche Technik passt jetzt hier am besten für das, was ich ausdrücken will. Ja. Was ich gefunden habe, was aufgeführt wurde, oft als ein spezieller Schnitt. Und dann dachte ich mir erstmal, warum ist das jetzt ein spezieller Schnitt? Sagt der L-Cut oder der J-Cut was? Ja. Der L-Cut und der J-Cut ist eben, wenn man vor oder nach dem Schnitt den Ton überlappen lässt von der vorherigen oder nachherigen. Den Ton überlappen lässt. L-Cut ist der Ton vom vorherigen Bild lappt noch nach. Ja. Und der J-Cut ist, wenn das Audio früher anfängt und die nächste Szene quasi etabliert schon. Ja. Oder das nächste Bild, je nachdem. Ich weiß nicht, ich hatte das so internalisiert, vor allem weil ich das immer mache im Dokumentarischen, dass mir gar nicht bewusst war, dass es eine spezielle Technik des Schnitts ist. Ja. Im Grunde ist alles, was du anwendest, eine Technik, auch wenn du es unbewusst machst, aber du vermittelst damit ja irgendwas. Und ich finde, das ist so hilfreich, ehrlich gesagt, dieser Schnitt, gerade wenn eben im Dokumentarischen einfach nicht auf Anschluss gedreht wurde oder sowas und es dir ein bisschen schwierig fällt, die Szenen so zu verbinden oder die Bilder so zu verbinden, nicht die Szenen, dass es irgendwie so fließt und flüssig ist, wenn du einfach den Ton ein bisschen überlappen lässt. Dad, when's Mom's funeral? The utter recklessness, the instability and insecurity that you have brought to her life. Viele Schnitttechniken vermischen sich immer, habe ich das Gefühl. Ja. Aber wenn ich jetzt die Definition lese, ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, wie es heißt. L-Cut ist ja auch quasi, wenn du ein Schnittbild verwendest. In einem Interview, wenn du ein Bild von etwas anderem drüber legst, zum Beispiel von einer Situation, über die er gerade redet, der Interviewte, oder einen Blick von dem Gegenüber, dann hast du den Ton ja immer noch quasi drunter unter dem Bild. Ich glaube, das ist aber dann kein L-Cut, sondern... Ja, aber im Grunde lappt der Ton drüber. Man könnte es vielleicht... Man kann es, so ist argumentieren. eine spezielle Technik, aber eigentlich ist es, glaube ich, ein Cutaway. Ja, genau, ein Cutaway. Da können wir ja Eine später Reaktion von dem Charakter auf irgendjemanden. Cutaways kommen auch dauernd Reverse. vor in Filmen. Und das macht man zum Beispiel, um zu zeigen, womit sich ein Charakter gerade beschäftigt. Ja. Zu zeigen, auf was er drauf schaut oder was er macht. Ganz simpel, zum Beispiel, irgendjemand steht da und schaut in die Ferne und dann kommt ein Schnitt und da ist ein Schild und da steht irgendwas drauf. Also das ist mir noch im Gedächtnis bei dem Film über die Wolfshunde, den ich mal geschnitten habe, die Dokumentation, wo ein Typ, ich glaube auf Mallorca, der hat so eine Wolf-Auffangstation. Der Typ fährt durch seinen Wolfspark und schaut aus dem Fenster und dann habe ich ein Bild von einem Wolf dran geschnitten, der auch gerade so dem Auto folgt. Und dann wieder zurück ins Auto und er schaut wieder geradeaus und fängt sein Interview an. Du kannst dadurch ganz einfach kleine Geschichten innerhalb der großen Geschichte auch erzählen. Und das ist ja gerade beim Dokumentarfilm auch wahnsinnig wichtig. Du brauchst diese Schnitttechnik, um zu etablieren, wie der Charakter mit seiner Umgebung interagiert. Interagiert war das Wort. Dadurch kreierst du quasi Räume und Beziehungen. Ja, genau, absolut. Cutaway. Sollte man nicht away cutten. Ich nehme zum Beispiel den Match-Cut. Match-Cut. Den Match-Cut. ...2001 Odyssey im Weltall, das ist ja das Beispiel, was für einen Match-Cut immer hergenommen wird. Das wird immer hergenommen, aber ich finde es nicht gut. Ich habe drüber nachgedacht. Es ist gut, aber von der Schnittausführung nicht. Ja, und es ist
Es ist eigentlich ein Matchcut der Ideen. Das erste Werkzeug der Menschen. Und dann direkt in die Zukunft, wo ein Raumschiff im Weltall ist. Dass diese zwei Sachen als Idee miteinander verbunden werden und sozusagen gematcht werden. Total, ja. Es zeigt quasi einen Fortschritt an, vom ersten Werkzeug zum modernen Standpunkt der Menschheit und überbrückt quasi anhand dieses kleinen Symbols eine lange Zeitspanne. Was mich nur immer nur stört, ist die Ausführung. Der Knochen fliegt hoch, fliegt dann wieder runter und dann ist der Matchcut. Ja. Und das ist von der Bewegung nicht gut gematcht. Vom grafischen Element wäre es cool gewesen. Das war eine gute Idee. Weil der Knochen natürlich mit dieser Länge und der Form dem Raumschiff sehr ähnlich ist, aber es ist irgendwie so ein bisschen schief. In meinem Schneideralltag so der Bewegungsmatchcut, der ist, den ich am meisten gebrauche. Weil die grafischen Elemente hast du selten, so gerade bei den dokumentarischen Sachen, dass du die wirklich aufeinander matchen kannst mit einem Schnitt. Aber du kannst natürlich oft die Bewegung fortführen. Das ist ja auch ein Matchcut. Good call, baby doll. Die Bewegung fortführen. Dadurch kann man geniale Übergänge kreieren. Das ist einfach schön. In dem Fall, du kannst natürlich das damit rechtfertigen, es ist weicher, ja, der Übergang ist geschmeidiger und ich sag mal, von der Idee her das rechtfertigen, warum man jetzt da einen Matchcut hat. Aber ganz davon abgesehen, finde ich es einfach schön. Geht dann quasi der Vibe eigentlich auch in die Richtung. Wenn eine Kamera nach links oder nach rechts pannt. Are these Dad's keys? Yeah. Und du im nächsten Shot wieder mit diesem Pan anfängst und die quasi auffängst und in der Mitte schneidest, dann hast du eine kontinuierliche Bewegung ins nächste Bild. Ja, ist das ein Matchcut? Ich würde sagen, ja, das wäre ein Matchcut. Die Bewegung matcht. Ja, Matchcut der Bewegung. Ich denke. Es gibt natürlich Momente, wo du sowas eigentlich nicht willst. Und ich wusste nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Ich habe auch keinen gefunden. Ich habe einen erfunden. Ich auch. Ja? Aber es gibt einen Namen. Es gibt einen Namen dafür. Und zwar habe ich den Namen gefunden, Dynamic Cut. Aber dahinter, ich verstehe überhaupt nicht, was die damit meinen, wenn ich das höre. Der Name klingt für mich falsch, für das, was du sagen willst. Wenn du das sagen willst, was ich glaube, dann... Wahrscheinlich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nenne das Smash Cut. Den gibt es tatsächlich auch. Ja, den habe ich gefunden. Und jetzt muss ich den Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventreiberin. Smash Cut beschreibt quasi, wenn du eine Handlung unsoft unterbrichst und in etwas anderes springst. Genau. Und dir der Kontrast klar wird. Deswegen meine Erfindung, ich habe es Contrast Cut genannt. I was delayed. Der CC. Der CC Cut. Das wäre doppelt gemoppelt. Contrast Cut. Ja, das ist im Grunde das genaue Gegenteil von einem Matchcut, weil du hier das genaue Gegenteil auch erreichen willst. Du schneidest ein gegenteiliges aneinander. So habe ich mir das immer vorgestellt. Bitte. Wenn du aus einer Szene rausgehst, wo gerade Musik ist, wo getanzt wird und dann schneidest du in etwas, wo jemand da sitzt und einfach nur nichts macht. Und genau das habe ich nämlich letztens in dem Film gesehen. Zumindest ich fühle bei diesen Schnitten eine physische Reaktion, als ob man gerade gegen die Wand läuft. Es ist wie ein Stolpern quasi. Du bist gerade in einer schönen, flowing Szene und dann plötzlich... Und gestern erst, genau, habe ich Black Klansman angeschaut. Und da gibt es genau diese Szene. What was the room like? Folks were hanging on every word. Sowohl von der Musik, sowohl Audio, als auch möglichst visuell hart. Ist es vorher die dunkle Disco mit Farben und dann ins weiße, helle Polizeipräsidium. Der funktioniert ja gerade eben, weil du auf mehreren Ebenen abrupt die Richtung änderst. Und du auch als Zuschauer quasi erstmal so rausgerissen wirst. In dem Fall würde ich schon sagen, es ist was Kontrastierendes auf jeden Fall, deswegen Contrast Cut finde ich gar nicht mal so schlecht. In der ersten Szene ist alles locker, leicht und er fühlt sich gut und ungezwungen. Und in der zweiten Szene, er ist zwar Polizist, aber in dem Film ist er der erste schwarze Polizist in der Stadt, in dem Polizeipräsidium. Und vielleicht fühlt er sich auch einfach unwohl und diese Leichtigkeit ist total verflogen und das wird dadurch verstärkt durch diese harte Art des Schneidens eben. Dadurch zeigst du quasi die verschiedenen Gefühlslagen und wie schnell sie sich ändern können. Oder vielleicht, wie sich jemand wirklich fühlt. In dem einen Moment fühlt er sich sehr locker und frei und dann plötzlich sehr eingeengt und unwohl vielleicht. Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind nicht so häufig
Du musst es schon in sehr speziellen Fällen einsetzen, weil es kann natürlich auch, wenn du es falsch einsetzt, einfach nur rausreißen. Dann habe ich noch einen, der immer mehr Beliebtheit findet seit den 2000er Jahren, würde ich sagen. Den Jump Cut. Richtig, der Jump Cut. What? Huh? You looking at me? Der Jump Cut ist im Grunde, wenn wir uns nochmal auf dieses Kontinuität versus Diskontinuität beziehen, sehr diskontinuierlich. So. Er setzt eine Handlung schon fort. Er setzt eine Handlung fort, aber er setzt außer der Handlung nichts anderes fort. Möglicherweise die Farben und die grafischen Elemente. Das ist eine Auslassung, letztendlich. Der Jump Cut ist eine Auslassung innerhalb einer Szene. Und zwar eine sichtbare Auslassung. 12 bottles of water, 56 beers, 2 vodkas, 4 whiskey, 6 bottles of wine, tequila, Nutella, cheese. Wenn du zwischen verschiedenen Dingen hin und her schneidest, kannst du die Handlung ja schon sehr raffen und bestimmte Dinge auslassen, aber es fällt meistens nicht auf. Und beim Jump Cut fällt es halt auf. Was noch? Was noch? Flash Cut. Genau, Flash Cut ist eher sowas wie zum Beispiel, wo man eine Handlung hat und dann plötzlich vielleicht einen Gedanken oder eine Erinnerung reinschneidet des Charakters, der sich gerade irgendwas anschaut. Oder, wenn du David Fincher bist, ein Penis. Gut, das mit dem Penis, das ist quasi ein witziges Easter Egg. Aber da gibt es ja auch Momente, wo Brad Pitts Charakter Tyler Durden schon am Anfang des Films immer wieder so kurz aufflasht. You wanna see pain? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys with testicular cancer. That's pain. Vielleicht zeigt es auch schon seine beginnende Krankheit eigentlich. Ja. Die ja auch schon so ein bisschen... Und ja, dann kann das so ein... Ja, das letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist eine Überblendung. Das ist ja auch ein Übergang. Da habe ich einen extra Part dafür genommen, nämlich Transitions. Ja, das sind ja alles Transitions. Ja, richtig, aber jetzt hat nochmal wirklich so Effekt-Transitions. Du sagst Überblendung, ein Bild wird langsam soft in ein anderes überblendet. Es braucht lange, um Informationen rüberzubringen. Ja. Wo du im Grunde einfach vielleicht durch überlappenden Ton viel Zeit einsparen könntest. Und es genauso geschmeidig rübergehen würde. Und genauso geschmeidig. Was mir übrigens auch eingefallen ist, dass Überblendungen auch genommen werden können, tatsächlich um Verwirrung zu erzeugen. Wenn du nämlich das nicht einfach normal langsam überblendest, sondern mehrere Überblendungen nebeneinander herlaufen lässt und dann erst langsam wieder rausgehst. Und wenn es eben eine Szene ist, wo jemand sehr aufgeregt und durcheinander ist, dann kann man das auch dafür hernehmen. Aber dann ist es ja wieder, ist das ein Schnitt? Das ist schon ein Schnitt, ja? Also es ist ein Stilelement. Auf jeden Fall. Neben der Dissolve-Blende gibt es ja auch noch Fade-In und Fade-Out. So. Ja. Und dann gibt es natürlich noch die Wipes oder sowas. Halt. Ja. Und was ich noch sagen wollte, ist zum Beispiel der Invisible Cut. Ja. Invisible Editing. Schnitte sind die oft unsichtbar gehalten, um den flüssigen Übergang des Filmes beizubehalten und die Illusion nicht zu zerstören. Ja. Allerdings gibt es ja auch Schnitte, die wirklich versteckt sind, damit man sie nicht wahrnimmt. Was es aber noch gibt, ist quasi in der Bewegung. We're coming to get you, Barbara! Wenn es wirklich gut zusammenpasst von der Bewegung und auch vom grafischen Element her, dann kann es auch unsichtbar sein. Wie zum Beispiel Brügge sehen und sterben. Ja. Gibt es eine Sequenz, wo sie durch eine Säulenhalle laufen und es ist hin und her geschnitten zwischen den beiden. Und zwar aber immer so, dass es von den Säulen, an denen sie vorbeilaufen, passt. Es ist cool, ja. Und so kannst du auch sehr schön zum Beispiel Parallelmontagen oder Parallelitätsmontagen etablieren, wenn du sowas hast, wenn das geht, natürlich. Und passiert tatsächlich öfter. Oh nein. Warte. Oh, ich habe noch einen Schluck Kaffee. Wir müssen noch weiterreden. Kontroverse Gedanke. Plansequenzen. Sind die geschnitten oder nicht? Fertig.